Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Mercedes-Benz L3000S von ICM im Maßstab 1:35. Mit diesem neuen Bausatz baut ICM seine Palette an deutschen Radfahrzeugen noch weiter aus. Das finde ich sehr schön und löblich. Da kann man eigentlich nie genug haben. Ich finde auch, dass so Pkw und Lkw aus der Zeit eigentlich genauso interessant sind wie diverse Panzerfahrzeuge. Der L3000 ist in derselben Klasse wie der berühmte Opel Blitz. Die S-Variante, wie wir sie hier haben, ist ein Fahrzeug mit Hinterachsantrieb. Es gab dann auch noch eine Variante mit Allradantrieb. Die Verpackung ist typisch für ICM. Wir haben hier einmal den Deckel und dann ist der eigentliche Bausatz hier in einem sehr stabilen Karton verpackt. Das ist eine gute Sache. Die Gießäste sind alle in einer Tüte drin. Da hatte ich eigentlich nie Probleme. Das sieht auf den ersten Blick nicht ganz professionell aus, aber hatte ich nie Probleme mit, sind immer alle Teile heil geblieben. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung an. Hat hier eine Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug auf Ukrainisch und auf Englisch. Sicherheitshinweise, eine Farbtabelle, die sich auf Revell und Tamiya bezieht. Da könnte man vielleicht noch ein oder zwei andere Marken hinzufügen. Eine Zeichenerklärung. Und dann hat es hier auf der Doppelseite die Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Gießästen. Finde ich gut, dass das so groß ausgeführt ist. Dann geht hier der Zusammenbau los. Startet mit dem Motor und dem Getriebe. Das ist bei den ICM LKWs eigentlich immer Standard, dass das so beiliegt. Ist natürlich besonders interessant, wenn man da die Motorhaube offen darstellen will. Der Fahrzeugrahmen besteht aus mehreren Teilen. Das kann ein Nachteil sein. Erfahrungsgemäß ist das bei ICM aber kein Problem. Die Passgenauigkeit ist bei denen mittlerweile sehr hoch. Ja, dann kommt es hier zusammen. Motor kommt rein, Auspuff kommt rein. Hinterachse, Vorderachse. Kann man anscheinend auch beweglich bauen, wenn man will. Das ist eine schöne Sache. Die Bereifung hat hinten eine Doppelbereifung. Vorne eine Einfachbereifung. Ja, damit wäre das Chassis schon mal fertig. Dann geht es mit dem Führerhaus los. Das ist ein bisschen ein Nachteil, die Aufteilung hier, dass das Führerhaus aus so vielen Teilen besteht. Das habe ich auch bei meinem letzten LKW-Bausatz von ICM festgestellt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier wird erst einmal die Frontscheibe eingeklebt. Das würde ich vielleicht aufschieben zu einem späteren Zeitpunkt. Instrumentenpanel und so weiter. Sitzbank. Ja, Pedale liegen auch einzeln bei. Das ist eine schöne Detaillierung. Da lohnt es sich auch mal, das Führerhaus vielleicht offen darzustellen. Gibt es ja doch ein bisschen was zu sehen da drin. Ja, wie schon gesagt, das Führerhaus besteht aus relativ vielen Teilen. Das ist nicht ganz optimal. Da muss man einfach vorsichtig arbeiten. Ja, die Türen sind innen auch schön detailliert. Mit Kurbeln und Öffnungshebeln. Eigentlich alles da. Dann kommt es hier auch schon zusammen. Motorhaube. Im Prinzip 4 Teile. Einfacher kann man es fast nicht haben. Ja, dann kommt es hier schon allmählich zusammen. Jetzt kommt hier die Pritsche als nächstes. Die ist hier relativ einfach ausgeführt. Da soll es eigentlich keine Probleme geben. Hier haben wir noch diverse Rücklichter und so, die eingebaut werden. Also insgesamt finde ich die Bauanleitung soweit schon mal recht übersichtlich. Da sollte man gut mitarbeiten können. Es werden auch nicht immer allzu viele Teile pro Bauschritt verbaut. Das ist natürlich gut für die Übersichtlichkeit. Ja, Reservekanister liegen auch bei. Schöne Sache. Ja, dann ist der LKW auch schon beinahe beieinander. Jetzt kommen noch ein paar Kleinteile ran. Hier zum Beispiel die Winkel, Werkzeug, Scheibenwischer und so weiter. Scheinwerfer auch. Rückspiegel. Ja, und das wäre es dann auch schon. Insgesamt werden 4 Bemalungs- und Markierungsvarianten vorgeschlagen. Erste Fahrzeug
Ukraine Sommer 41. Zweites Fahrzeug von der Luftwaffe. Russland Sommer 1942. Das dritte Fahrzeug Nordafrika Sommer 1942. Und der vierte Italien Sommer 1944. Schade finde ich hier, dass das nicht näher spezifiziert ist, was für Einheiten das waren. Und ich würde mir da vielleicht auch eine zivile Variante wünschen oder vielleicht auch von der Reichsbahn. Das wäre vielleicht auch mal interessant, weil die LKWs wurden genauso auch im zivilen Bereich eingesetzt. Am ersten Gießast findet man Teile vom Chassis und vom Fahrwerk. Ich kann jetzt eigentlich keine Mängel erkennen, das sieht sehr gut aus. Teile haben auch nur wenige Angusspunkte. Da sollte der Bau und die Versäuberung ganz gut vorangehen. Es sind auch sehr filigrane Teile dabei hier. Das Lenkgestänge. Sieht ganz gut aus. Keine Auswerfmarken an sichtbaren Stellen. Gefällt mir sehr gut. Hier nochmal das Ganze aus der Nähe. Mercedes-Stern. Sehr filigran. Blattfedern sehen auch ganz gut aus. Ja, auch auf den Felgen das Mercedes-Logo. Oh, auch ein paar filigrane Teile hier. Das sieht doch ganz schön aus. Gießast B beinhaltet die Fahrerkabine und auch die Motor-Getriebeeinheit. Auch hier sind keine Mängel zu sehen. Auf den ersten Blick ist auch klar, es ist eine neue Gussform. Da muss ja alles passen. Es sind auch keine Auswerfmarken an sichtbaren Stellen. Hier innen am Radlauf hat es ein paar flache. Und hier am Dach. An den Türen hat es auch welche, aber da kommt später ein Teil drüber. Die sind also dann verdeckt. Ja, sieht eigentlich wieder ganz gut aus. Schauen wir uns das Ganze noch aus der Nähe an. Hier der Kühlergrill, den finde ich sehr schön. Mit dem Mercedes-Emblem und dem Schriftzug. Ja, hier auch filigrane Teile. Also das Ganze macht jetzt nicht so einen übermäßig komplexen Eindruck. Die Teileanzahl ist relativ gering. Sollte sich ganz gut bauen lassen. Am Gießast C findet man dann alles rund um die Pritsche. Das sind relativ viele Teile, wie man sehen kann. Holzstruktur ist jetzt nicht wirklich ausgeprägt hier, da weiß ich aber auch nicht, inwiefern das realistisch wäre. Nochmal hier aus der Nähe jetzt eine kleine Auswerfmarke, die ist aber sehr flach, das sollte sich ganz gut versäubern lassen. An anderen Stellen ist es ein bisschen intelligenter gelöst, hier zum Beispiel, das wird dann später verdeckt. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Kanister, ja, sehen ganz gut aus. Also das macht rundum einen hervorragenden Eindruck. Ja, wie schon gesagt, die Holzstruktur könnte ein bisschen ausgeprägter sein, aber inwieweit das jetzt so richtig oder falsch ist, kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Ich denke aber, dass man da mit diversen Alterungstechniken auch eine Menge rausholen kann. Hier die Bordwände an der Seite, die gefallen mir besonders gut. Die haben ganz interessante Details hier mit diesen, was sind das eigentlich, irgendwelche Klammern, die hier die Bordwand zusammenhalten. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Klarsichtteile liegen natürlich auch bei, für die Scheiben der Kabine, aber auch für die Scheinwerfer. Mir fällt hier bloß auf, dass die Teile sehr dick sind. Das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Normal ist es bei ICM ein bisschen dünner ausgeführt. Hier sind es so richtige Panzerglasplatten. Ja, sind aber glasklar. Ja, man sieht aber aufgrund der Dicke, verzerren die Optik schon etwas. Ja,
Kann man besser machen, ist jetzt aber kein großes Manko, wie ich finde. Insgesamt liegen 7 Vinylreifen bei. Mich persönlich stört das nicht, dass das Vinylreifen sind. Es gibt aber durchaus Modellbauer, die das nicht mögen und dann sich irgendwelche Resinreifen besorgen. Hat alles seinen Grund. Das Vinyl verliert halt im Laufe der Jahre die Weichmacher und dann kann es passieren, dass die Teile zum Bröseln anfangen. Ja, wem es da drauf ankommt, der kann ja in Resinteile investieren. Ich persönlich habe da eigentlich noch nie irgendeinen Verfall beobachten können an meinen Modellen. Auch schon die älteren sind alle noch ganz gut. Besonders erfreulich finde ich hier die Abwesenheit jeglicher Trennnaht oder so. Also da gibt es nichts zu versäubern eigentlich. Das ist halt bei so einem weichen Material immer ein Problem. Da kann man nichts schleifen oder schneiden. Das ist immer blöd. Hier stellt sich das Problem gar nicht. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das ist auf jeden Fall sehr gut gegossen. Ja, das Reifenprofil ist eigentlich ganz schön. Sieht ganz gut aus. Mir fällt bloß auf hier bei diesem einzelnen Reifen, der ist ein bisschen schlecht gegossen. Der hat hier ein paar so Stellen, da weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Sieht ein bisschen aus wie so eine Sinkstelle. Ja, den kann man als Ersatzreifen hernehmen. Die anderen sind gut gegossen, da gibt es nichts dran auszusetzen. Der Abziehbilderbogen ist relativ klein, aber da ist alles drauf, was wir für die 4 Varianten brauchen. Mir fällt bloß auf, dass die sehr glänzig sind. Da weiß ich nicht genau, was ich von halten soll. Der Trägerfilm ist ja relativ groß, könnte ein bisschen kleiner sein. Den kann man sich ja noch selber ein bisschen zurechttrümmen mit einem scharfen Messer. Ja, also meine bisherigen Erfahrungen mit diesen neueren ICM-Abziehbildern, ja, die sind eigentlich ganz gut, hatte da nie Probleme. Bei den Abziehbildern, die es noch vor ein paar Jahren gab von ICM, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die waren nicht so toll von der Qualität, aber da haben sie gut nachgebessert. Mit dem Bausatz scheint ICM wieder einen Volltreffer gelandet zu haben. Schön detailliert, relativ einfach im Bau. Das finde ich ist eine sehr gute Mischung. Da muss man wirklich sagen, da können sich andere Hersteller durchaus auch eine Scheibe von abschneiden. Hier ist die Bauanleitung gut und auch der Bausatz als solcher ist gut verarbeitet. Das finde ich ist insgesamt sehr löblich. So soll es doch bitte weitergehen bei ICM. Der Bausatz kostet ca. 25 € hierzulande. Das ist ein sehr fairer Preis, wie ich finde. Man bekommt einen durchdachten Bausatz dafür, ohne gröbere Schwächen. Ja, man hat auch noch Luft nach oben, wer das will, kann sich da detailtechnisch auch noch austoben mit Resinreifen und ein paar Fotoetzteilen und so weiter. Da lässt sich viel mit anstellen. Der LKW wurde auch vielseitig verwendet. Da hat man auch gestalterisch eine Menge Freiheit damit. Vom Ostfront-Einsatz bis Nordafrika und Kriegsende, also da ist sehr viel möglich damit. Soviel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Varkas.